Herzlich willkommen zu dem Meine Modell Eisenbahn-Look 2010. Heute geht es um die bisher verbrauchten Materialien. Fangen wir gleich an, mit der bisher verbrauchten Farbe. Bisher wurden ca. 5 Liter Farbe auf meiner Anlage verbaut, davon die meiste auf dem Berg. Weiter geht es mit der bisher gebohrten Löchern. Auf meiner Anlage wurden ungefähr 50 Löcher gebohrt. Diese werden meistens genutzt, um die Kabel von Lampen durch die Platte zum Trafo zu führen. Jetzt kommen die bisher verbrauchten und geschraubten Schrauben. Bisher wurden ca. 100 Schrauben in die Platte gebaut. Davon die meisten zum Glück mit einem Akkuschrauber. Weiter geht es mit dem verbrauchten Gips. Mittlerweile habe ich ungefähr 12 Kilogramm Gips verbraucht, das meiste wurde für den Berg und für den Deich verwendet. Anschließend kommt der Kleber. Mittlerweile wurden ca. 7 große Tuben Kleber und Holzleim verwendet. Jetzt kommen die bisher geschlagenen Nägel. Bisher wurden ungefähr 150 Nägel in die Anlage eingeschlagen. Davon wieder die meisten in den Berg. Weiter geht es mit dem verbrauchten Sand. Mittlerweile wurde für den Strand, für den Berg und für das Feld ca. 4 Kilogramm aufgestreut. Jetzt kommt die verbrauchte Grillkohle. Bisher wurden ungefähr 1 Kilogramm Grillkohle für den Berg verwendet. Viele weitere Sachen wurden noch für die Loks, Wagen und Schienen verwendet. Außerdem wurde auch vieles für die Landschaftsgestaltung verwendet. Vieles sehen Sie auf diesem Foto. Weitere Neuigkeiten gibt es jetzt im Überblick. Die erste Testfahrt für den Tunnel fand statt und wurde als Video veröffentlicht. Das komplette Video sehen Sie unter www.meinemodelleisenbahn.de. Eine Kamera wurde im Berg installiert, weil im Berg beim späteren Betrieb schon mal gerne ein Zug entgleist, wurde jetzt eine kleine Videokamera an den Berg angebracht, somit sieht man später sofort, wenn ein Zug entgleist und kann somit eine folgende Katastrophe zum Beispiel durch einen Notstopp verhindert werden. An 2 Stationen wird jetzt auf meiner neuen Anlage gearbeitet. Als erstes den Deichabschnitt. Am Deichabschnitt wird der Deich gebaut und verziert, ein kleiner Fluss gebaut und das schon fast fertiggestellte Feld gebaut. Als zweites den Meerabschnitt. Am Meerabschnitt wird das Meer gebaut, ein Strand angelegt und dieser verziert. Außerdem wird eine kleine Stadt am Meer eingerichtet.
Das war's auch schon mit den News für den Mai. Tschüss. Tschüss.